Ich teste hier seit einer guten Stunde am Nordmeer gelbe Köder. Gelb, 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 gelb. Überall ballert's hier rein auf gelb. Ja, gelb soll funktionieren. Gelb funktioniert. Gelb soll funktionieren zum Beispiel auch am 34er mit gelben Shrimps auf Steinköhler, was natürlich auch richtig gut ist. Ich teste jetzt hier gerade am 120er wieder und das, ja, sieht schon ganz gut aus. Also jede Menge schöne Brocken. Ich bin gespannt, was jetzt hier gleich hochkommt. Und dann gucken wir natürlich nochmal kurz in den Kescher rein. Und ich habe hier verschiedene Montagearten auch noch getestet. Also von einer Endbleimontage, die ja immer ganz praktisch ist für die Herausforderung. Endbleimontage, Rotbarsch, genau. Dass man damit eben den Rotbarsch als Trophy fängt. Ja, und Rotbarsch an für sich hätte ich halt auch gerne. Fehlt mir eben komplett auch noch als Trophy. Von daher nehme ich den natürlich auch gerne mit. Und da haben wir ihn. Nochmal einen tiefen Rotbarsch. Ja, gewichtsmäßig alle so in diesem Bereich. Da ist er wieder, der nächste. Immer wieder krass, oder? Immer wieder nice, wie die so, was die so für einen Eindruck machen oder was sie so darstellen mit den Glubschern. Und es sind einige dabei. Also immer mal wieder Rotbarsch. Ich habe hier verschiedenste Montagen jetzt ausprobiert, verschiedenste Köder auch. Und immer wieder gelb. Knallgelb ballert rein. Und ja, es sieht bisher schon ganz gut aus. Und das Ganze, wie gesagt, hier unten auf dem 120er. Und dann eigentlich am liebsten immer in dem Bereich, wo es eben, so mal ein bisschen zurücksetzen, wo es eben den schlammigen Untergrund hat. Jetzt nicht zu weit zurücksetzen, denn wir haben gerade wieder Driftwechsel. Es ist 12 Uhr. Das heißt, die Drift geht gerade wieder zurück. So. Dann gucken wir mal. Da fängt jetzt der schlammige Untergrund wieder an. Und dementsprechend gucken wir mal, was denn jetzt hier noch reingeht. Ob hier vielleicht sogar noch ein paar mehr Längs reingehen. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, gelb, 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 gelb. Vom Setup bin ich, habe ich halt ein bisschen variiert. Gerade eben noch mit der Endbleimontage die ganze Zeit durchgezogen. Wobei da die Frequenz deutlich nach unten geht. Ja, die ballern rein, die Brocken, aber sie geht halt runter. Im Moment auch ganz zufrieden jetzt hier mit einem Pilker, dass man eben schön pilken kann und dann eben dadurch aktive Gummimax hat. Und ich habe eben komplett jetzt hier alles auf Gelb auch umgestellt. Vorher hatte ich noch Orange mit drin, hat aber tatsächlich nicht so viel geliefert wie auf Gelb. Und von daher bleibe ich jetzt einfach komplett auf Gelb. Ziehen wir noch mal ein bisschen hoch. Immer wieder diese Höhe einstellen, also ungefähr 2 Meter über den Grund, beziehungsweise wenn man hier keine exakte Anzeige hat mit den 2 Metern, halt so einstellen, dass hier genau beim Absinken, zack, die Grundberührung ist, Grundbewegung und dann kommen wir hier schön in das Pilken rein und immer wieder auch rein in diese Bewegung in Grundnähe. Und das funktioniert eben auch sehr gut dann mit Rasselbleimontage, mit der Endbleimontage oder sowas, dass man eben genauso in diese Area sich einstellt von der Höhe und dann läuft das eigentlich ganz gut. Ich korrigiere das eigentlich nur noch mit dem Anheben und Senken der Rute sozusagen. Zack, pilken. Man kann das natürlich auch die ganze Zeit so pilken, aber ich korrigiere das quasi einmal so mit der Höhe. Dann bin ich da genau in dem Bereich und pilk quasi die ganze Zeit in diese Zone rein und wieder raus. Und damit lübt das an für sich auch immer wieder ganz gut. Ja, gehen jetzt noch andere Köder? Ja, ich würde sagen, gehen auch. Wir bauen auch gleich nochmal kurz um. Und dann nehme ich nochmal die 23er Squids. Zack, da ist doch noch was rauf. Ja, denn auch die 23er Squids, die haben vorhin auch schon ganz gut geliefert. In knallgelb. Deswegen würde ich sagen, testen wir das damit auch nochmal. Die sind dann nochmal ein bisschen größer als Köder. Und dann nehme ich natürlich auch gerne vielleicht nochmal, ja, oder vielleicht nur ein 8-0er, kein 10-0er. Oder übertrieben. Komm, immer übertrieben rein. Wenn man noch die Chance hat auf was Dickes, dann nimmt man das doch auch wahr. Wobei eben hier das mit den Gummimax hat echt gut funktioniert. War eine ganz vernünftige Frequenz und eben auch wieder ein paar schöne seltene Brocken dabei. Bis hin zum normalen Längen. So, komm mal ran hier.
Oha! So viel zum Thema seltene Fische. Doch schon ein Ding. Kleiner Grenadierfisch. Das ist ja freaky. Absolut freakig, oder? Absolut freakig. Grenadier. Lol. Ja, witzig. Witzig, witzig, witzig. Auch hier auf dem Gummimack in Gelb. Also ich sage dir, ey, Gelb ist gerade echt freakig. Warte mal, wir hatten jetzt hier einen 8-0er. Ja, doch, ich bleib mal auf 8-0er. 8-0er und dann bauen wir nochmal eben um auf die 23er. Auch hier komplett in Gelb. So, zack, zack, zack. Das war dann eben hier das Ganze nochmal so auf die Squids testen. Ja, Gummimack schon mal nicht schlecht. Schon mal richtig gut, würde ich sagen. Und jetzt ballern wir hier nochmal schnell die knallgelben nochmal drauf. So. Sinkt natürlich ein bisschen langsamer ab und deswegen hatte ich auch zwischendurch die anderen Montagearten probiert, damit man einfach auch eine etwas höhere Frequenz hat. Hilft aber nichts, wenn du schneller unten bist, aber trotzdem nicht schneller neue Fische fängst, weil dann ja die Lockwirkung vielleicht von der Endbleimontage nicht so hoch ist, wie die Lockwirkung von einem Pilk-Setup, wenn du die ganze Zeit am Pilken bist und da aktiv bist. Ist halt schon mal ein Riesenunterschied, ob man eben da aktiv reingeht oder das eben so nebenbei bommeln lässt. So, das lassen wir jetzt erstmal runtersinken. Und ja, es dauert. Mann, 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 Mann. Und wie das dauert. So, ach, guck. Unten angekommen. Und sofort bis. Das ist natürlich nett. Genau in der Area angekommen. Ich wollte gerade sagen, jetzt genau bei 117 Meter angekommen, damit wir wieder schön in dieser Ebene sind, dass wir da schön wieder reinpilken können. Da kommt er schon rein, der Biss. Na gut, nicht schlecht. Also ziehen wir ihn direkt wieder hoch und gucken mal, wenn er oben angekommen ist. Na, was haben wir denn da jetzt? Direkt. Oha, 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 oha. Oha. Ja, mehr davon. Nicht schlecht, 14,5er Schwarzfisch. Waren zuletzt auch einige an der Sandbank hier oben ohne Namen. Am 133er hatte ich auch zuletzt einige. Na, das ist doch richtig nice. So, unten angekommen, fangen wir also direkt wieder von vorne an. Hochziehen, soweit es geht. Langsam wieder runter mit der Route, bis wir im Bereich sind. Da sind wir, Bewegung in Grundnähe und dann geht es los. Ja, für mich momentan die beste Tiefeneinstellung und die sicherste Tiefeneinstellung, das einfach immer wieder so zu machen. Ich hatte mehrfach jetzt den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen oder du testest es erstmal, dass wenn man zu tief absinken lässt, also nicht genau eben in diese Ebene reinkommt, wo man halt genau an dieser Kante ist. Soll ich das gleich mal per Paint machen? Ich weiß es noch nicht. Aber dass man genau in dieser Area ist, dass man dann eben schlechter fängt. Ist das so? Oder dass es einfach schlechter von der Frequenz ist? Und wenn man halt genau in diesem Bereich ist, dass man da immer wieder rein dippt, also rein und raus, das Rein- und Raus-Spielchen, dass man dann eben besser, zack, eben in die Bissfrequenz reinkommt. Ach komm, also legen wir noch mal schnell los. Ein bisschen reinpainten kann man doch mal eben machen, oder? Also, wir haben hier unsere Area. Das ist die Zone. In der Zone, die markieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen, das ist die Zone. Und hier oben drüber ist der Rest vom Meer. Und unten drunter, jetzt haben wir ja da irgendwo den Boden, aber wir haben ja hier in der Zone, haben wir ja hier eine Tiefe von, naja, sagen wir mal so ungefähr 2 Metern. 2 Meter, vielleicht sind es auch manchmal so ungefähr 3 Meter. Und wir wollen natürlich, wenn wir hier oben in unserem Gummiboot sitzen, Alter, hervorragendes Boot, Alter. Hervorragendes Boot. So, da oben stehen wir nun und angeln. Hervorragend. So, da stehen wir, warte, machen wir noch eine schöne Angelroute dahin. So, und dann angeln wir jetzt hier mit der Schnur. Und dann geht das schön runter. Und hier wollen wir natürlich jetzt mit dem Pilker in dieser Area sein. Also hier haben wir jetzt den schönen Pilker dran. Zack. Und dann, das heißt, wir wollen quasi genau in dieser
2 Meter Area, 2 Meter über Grundarea. Da wollen wir sein. Machen wir das mal so. Da haben wir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen hier den Untergrund. So, und ab hier haben wir ja dann quasi die Area, wo dann da dran steht, dass das Ganze hier die Bewegung in Grundnähe. Damit schreiben, ne? Bewegung in Grund. Alter. So, kann man hervorragend lesen. Bewegung in Grundnähe. Hier ist das. Und wenn wir dann genau eben das ausjustieren, also Routenspitze einmal nach oben, das heißt, die Schnur geht halt runter bis hierhin. So, dann lassen wir die Route ein bisschen runter. Und dann haben wir die Schnur genau bis hierhin. Also langsam die Route absinken, damit man dann genau eben in der Area ist. Und dann geht eben das Rein-Raus-Spielchen los. Dann wird halt gepilgt, rauf und runter. Und dann lübt das Ganze auch. Das heißt, wir kommen immer wieder rein hier in diese Zone. Und haben hier immer wieder, ja, dieses kurze Bemerkung, Bewegung in Grundnähe plus das Pilgen. So in der Art. Und vor allem dann eben auch, und das ist eben ganz drastisch, bei diesen Montagearten, wo man nicht pilgt, dass man exakt mit, wenn man jetzt hier die Endblei-Montage zum Beispiel hat, und dann hast du da unten irgendwie das dicke Blei dran rumbommeln, so, dass du dann aber die Köder, die dann quasi in diesen Bereichen hast, 1, 2, 3 von den Ködern, dass man dann trotzdem in dieser Area drinne ist. So ungefähr. Na, siehste, nach so einer Paint-Zeichnung kommt man doch einfach nochmal ein bisschen besser klar und dann lübt das ja auch. So, und naja, ein schäbiger Lump zum Abschluss. Also, es scheint richtig gut zu laufen. Ab ans Nordmeer gelbe Köder testen, denn die ballern gerade wohl ganz gut rein und liefern hier wildes Zeug. Testen, 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 verschiedene Formen, verschiedene Köder, verschiedene Methoden testen. Ab ans Nordmeer, ausprobieren und rausziehen die Brocken. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.